Jawohl, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid Rising Revengeance. Metal Gear Rising Revengeance auf dem PC. In der letzten Folge haben wir hier aufgehört, ich würde sagen, machen wir weiter. Wir müssen uns immer noch einen Dwarf Gecko organisieren, um den zu hacken. Damit wir voll die großen Dinge machen können. Ja, ja. Denn mit großen Dingen können wir große Dinge tun, habe ich mir was sagen lassen. So. Schauen wir hier oben, was liegt da? Ein Raketenwerfer. Also sogar ein zielsuchender Raketenwerfer. Ja, moinsen. Wo kriege ich jetzt um die Uhrzeit einen Dwarf Gecko her? Könnt ihr mir auch nicht sagen, ne? Können wir da nochmal rein? Aktion, Achtung. Okay, cool. Dann halt nicht. Das heißt also, der Dwarf Gecko muss hier irgendwo sein. Ach ja, warte mal, hier geht's ja weiter. Da ist einer. Der wird den noch so lange. Bibi boop. Das ist jetzt mein neuer Kumpel. Ich nenne ihn Ignaz. Komm, Ignaz, wir beide entdecken jetzt die Welt. Autsch. These guys are pretty jumpy now. Any funny business, and they might just open fire. Try latching onto cyborgs' heads from behind. Then, an electric shock should knock them unconscious. Mein Vorhaben. Ich finde schön, dass man sich vor allen Dingen mit denen hier anfreunden kann, so ein bisschen. Autsch. So, ist hier sonst noch irgendwo ein Cyborg? Anscheinend nicht. Der ist tot. Tot, betäubt. Sagen wir es so. Das ist auch ein Dwarf Gecko. Kumpel, mein Bruder. Ist auch einer meiner Brüder. Piep. So, mein Bruder hat nichts gesehen, weil, wie bereits erwähnt, ist das mein Bruder. Und mein Bruder mag mich, stimmt's? Sag ich doch. Mir fällt zwar gar nicht auf, dass ich ein blaues Auge habe statt ein rotes, aber egal. Autsch. Arschloch. Oh, ich bin schon strong beschädigt. Das ist nicht cool. Oh. Und nun bin ich kaputt. Sowas aber auch. Muss ich jetzt noch einen reinschicken? Kann ich auch noch einen neuen reinschicken? Vorher, wisst ihr, was geil ist? Da sind einfach 2 Millionen Dwarf Geckos. Sag ich jetzt mal so, wie es ist, ne? Try latching onto cyborgs' heads from behind. Then, an electric shock should knock them unconscious. Hier oben werdet ihr mich nie sehen. Originales Metal Gear Solid, habe ich mir sagen lassen. Was ist hier los? Ich komme zu spät zur Party, denke ich. Alarm, Alarm. Da kommt noch ein Fünfter angelaufen. Guck dir mal den Cluster hier, fuck hier an, ey. So, die Frage ist halt eben, kriegen die das mit oder nicht? Natürlich nicht. Ich schock gerade eure Kumpels hinter euch und ihr kriegt das nicht mit, oder was? Oh, shit. Ich bin nur Truthahn. Lass mich in Ruhe. Hilfe. Ui. Schön vor allem, dass sie ihren K.O. und Kumpel da einfach liegen lassen. Finde ich gut. Bin ich Freund von. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Aua, ich wurde getroffen. Scheint aber nicht so viel zu machen, wie wenn er rumgekickt wird. Natürlich kann man jetzt versuchen, sich an die ranzustealthen, weil jetzt gerade sind sie nicht im Clusterfuck unterwegs.
komplett andersweitig beschäftigt. Tschüss. Schlaf gut. So, Nummer 2. Und da ist noch einer. Tschüss. Und wo müsste noch einer sein? Da ist so ein Dwarf. Da ist er ja. Hallo. Dwarf Rain. Schön. So, haben wir das Achievement auch geholt. Wollt ihr nur zeigen, wie man das machen kann? So smart sind die Gegner nämlich nicht. Warte mal, ich kann sogar sprinten. Ich bin schon wie dieser dritte Arm einfach nur so aussieht, als hätte er einen Zopf. Hui, und der flattert im Winde. Lauf, kleiner Dwarfy, lauf. Na, hier scheint doch richtig zu sein. D. Weil wir so lange gebraucht haben. Ich habe einfach durchrennen können. That terminal is most likely designed to download mission data and such into the UGs. Let's try using it to access the lab server. Ich liebe es, wie das Spiel sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Titan, I found something. In one of the Sentry Cyborg's visual logs. Guess who shows up? Patch it through. Right away. Send us what you do have. You've already commenced the plan. The Sears program? Yep. Same old Georgie boy used on the kids in Liberia. Of course, it's right straight to the brain now. Feels as real as anything else. Your work is astonishing. And your work is late. We need this shit before our cover is blown. We've got some assholes snooping around. We just do not have the full quantity yet. Each brain has its own unique requirements. It's not like we can just pop them out with an ice cream scoop. All right. Make your point. Oh, thank you for understanding. Certainly have now destroy any unharvested inventory. Okay? But have you any idea what they cost? Last I checked, children weren't exactly rare in the part of the world. Millions of them, in fact. You can get more once we set up a new lab. They lead lives of hunger and pain. We're performing a service here for them and the cities they burden. But just gathering the donors required a significant investment. Yes, you'll get the money. Accounting will be in touch. Gracias. I assure you we will dispose of our inventory the instant we can confirm payment. Are we done here? I've got a full slate today. Tecumseh is a demanding mistress, and America has suffered long enough. Oh, yes, sir. Thank you, sir. Let me see you out. You see that, Kev? Imani's killer. Desperado's chief of operations goes by Sundowner, the Californian wildfire. The kids. Think we're too late? Only one way to find out. George was still alive. Maybe the payment hasn't come through yet. Maybe. But you heard what he said. They've already started some brains on VR training. There must be more than just what I found here. What about the VIP in the suit? I'll find out. He definitely seemed familiar. Right. I'm going after the kids. So, die Dwarf-Geckos kriegen wir ja locker flockig down, habe ich mir sagen lassen. Hallo, auch ihr Wichser. Ich glaube, damit habt ihr heute nicht gerechnet, als ihr aufgestanden seid, dass einfach mal Ryan vorbeikommt und euch zerhackstückelt. Flatsch. Danke, vorne nicht noch einer? Ach, egal. Alle Feinde in diesem Gebiet werden einfach mal umgebracht. Zack. Da oben ist noch irgendwo ein Dwarf-Gecko. Ach, da oben. Ah, da oben ist sogar noch eine Kiste. Kiekst du mal.
Ah ne, da oben liegt ein K.O. geschlagener Wachmann. Ah ja, ich sehe schon. Was ist los hier? Ah, da kommt ein Trophy. Und Tschüssikowski. Und rutschen und bremsen und aufs Maul, habe ich mir sagen lassen. Hi, tschüss. So. Hier geht's lang. Hier geht's lang. Die anderen Dwarfies scheinen mir nicht sonderlich aktiv zu sein. We can't find George. What? Maybe the coordinates you sent us were off? No way. I merged the GPS location of our entry with all my movement data from that point on. This is bad. You think they got to him first? I don't know. I'll have our guys sweep the area. Thanks. I better keep moving. Loading. Tunnel. Beep, beep, beep. Okay, gut. Das heißt also, hier will ich mich wahrscheinlich... Oh ja, relativ weit oben aufhalten, wollte ich gerade sagen. Er hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Feuerkraft. Als mir lieb ist. Hui! Und tschüss. Einfach zurückprügeln, das Ding hier. Autschen. So ja nur nicht, Freundchen. Warte mal. Habe ich da nicht. Ja, guck mal hier. Guck mal hier, was für schöne Sachen im Inventar für dich habe, mein Freund. Aua, aua, aua. Das hätte ich vielleicht nicht machen dürfen. Und tschüss. Almost ein One-Hit-Kill. So. Jetzt transformiert er sich in den Stage-Boss, habe ich mir sagen lassen. Jo. Rules of Nature! Macht nichts, ich habe 4 Heilungen. Sag ich doch. Und der kriegt vor allem den ganzen Haufen Damage, wenn er sich mal die Blöße gibt. Rules of Nature! Come on, jetzt aber. Oh shit. Ja, da geht er down und ich kann weiter auf ihn einprügeln. Okay, da hat es meine Heilung so ein bisschen gerade aufgebraucht, aber die habe ich irgendwie selbst aufgebraucht, weil ich aus Versehen die untere Taste gedrückt habe. Oh, nice. Ich kann eine Seite... Oh, nice, sein Schild ist weg. Damit hat er schon mal einen Angriffspunkt weniger für uns. Der wirklich relevant ist. Jetzt macht er nämlich das hier die ganze Zeit und dem kann ich ja relativ easy ausweichen. Weil ich kann ja immer noch den da machen. Bei diesem Gundam hier. Sieht halt aus wie Gundam. Ich kann auch nichts für. Und das wird nicht der letzte Boss mit dem Schild sein. So viel sage ich euch. Das liebe ich einfach. Wenn du sprintest, dass du automatisch deflectest. Stell euch vor, Genji würde das in Overwatch können. Der wäre ja noch faster, als er ohnehin schon ist. Einfach durch Bewegen deflecten, Alter. Shoki, bring Blizzard bitte nicht auf Ideen. Bei Riot hast du auch gesagt, was, wenn Irelia mehr heilen würde. Oh, was haben wir jetzt? Einen Irelia-Buff. Ja gut, jetzt muss er nicht mehr durch 3 Minions dashen, um Full Life zu sein, sondern nur durch 2,9. Ich weiß vor allem nicht schon, wie er sich hinsetzt. B. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Right. I knew I'd seen that guy before. Stephen Armstrong. As in Colorado Senator Stephen Armstrong. They're Oh. already talking about him as a shoo-in for the nomination in 2020.
And get this. 2 years ago, a federal grand jury investigated his ties to a certain private... World Marshal. One of the biggest PMCs out there. I remember. The biggest, ever since the Big Five split up. Not to mention the single largest investor in military cyborg R&D in the world. Guess that answers the question of who's backing Desperado. Marshall and Desperado in bed together. Should make for some fun headlines. Headlines? This is World Marshal and a U.S. Senator we're talking about. There won't be any headlines. Even without the Patriots filter, no major media outlet will investigate allegations like these. It'd be financial and political suicide. So we just what? Sit back while they keep carving up kids, stand aside while they build an army of cyborgs? You heard them. We shut down one lab, they build another. They're planning something big, Kev. We can't just wait for it to happen. We need to hit them first and hit them hard where it counts. No, Raiden, no. I know what you're thinking, and just no. Colorado is in America, and America has these things called laws. Mm-hmm. And law enforcement in Denver was privatized and farmed out to... Marshall, yes, so what? There are still laws, and it's their headquarters, for Christ's sakes. You'd be heading right into the heart of a raging shitstorm. I didn't say it would be easy. We'll figure it out once the kids are safe. Jesus Christ. Kevin out. Bye, Kevin. Also dann, weiter geht's. Oh, ich höre da was. Ach, nur Billo-Soldaten. Sag ich doch, nur Billo-Soldaten. Aber der hat mir was Nettes da gelassen. Achtung. Piep. An artificial blood cryopreserver. They must have begun preparatory freezing. What do you mean? That device is filled with synthetic blood plasma. It can slow the metabolism of a harvested organ, circulating this plasma to sustain oxygen levels. You can preserve an arm, a brain, any body part for several hours. So what are they freezing, and why? I could not say. Perhaps they plan to sell off the organs of the children they were told to dispose of. Unbelievable. You had best hurry, Raiden. Right. Auf dem Weg. Shit! Hey, stop right there. George! Raiden! You've heard of chloroform? A potent anesthetic in smaller doses. But breathe too much of it? And adios, muchachos. Break that glass, and I'll blow his brains out. Surrender. Or decide. The needs of the many, or the needs of the few. Raiden, don't worry about me now. Quiet, pendejo! Surrender. I won't ask again. George. Are you sure? I'm ready. Me life now so precious. Ting, what if we can take this skunt to hell with me? Cállate! That's all I needed to hear. Stop it! Now! I'll kill him, I swear!
Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao, ciao.